Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute zur Genusswanderung, nämlich an der Saale. Startpunkt wird Bad Kösen sein und der Weg wird uns bis kurz vor Naumburg führen. Und da werden die einen oder anderen von euch schon Bescheid wissen. Genau, Naumburg, das ist das Saale-Unstrut-Weinanbaugebiet. Und deshalb kann ich euch versprechen, es wird eine Tour wirklich mit Genuss sein. Und bevor wir hier loslaufen, vergesst nicht, hier unten auf Abo zu drücken und auf die Glocke. Und es ist wirklich kostenlos, auch wenn einige von euch anfragen, ja Moment mal, jedes Zeitungsabo kostet doch Geld, wieso soll YouTube kostenlos sein? Es ist kaum zu glauben, es gibt auf dieser Welt noch was Kostenloses, nämlich das YouTube-Abo. Ich weiß auch nicht, wer sich diesen Begriff Abo für YouTube ausgedacht hat, aber ich kann euch versprechen, es kostet wirklich kein Geld. Der Vorteil, wenn ihr auf Abo und auf die Glocke drückt, ihr kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn es hier einen neuen Film gibt und ihr verpasst keinen Film mehr. Und in diesem Sinne, lasst uns jetzt losgehen zum Genusswandern an der Saale. Der Startpunkt dieser wunderbaren Wanderung liegt im altehrwürdigen Kurort Bad Kösen an der Saale. Ich bevorzuge persönlich die Lutherkirche als Parkplatz und Ausgangspunkt. Zu Beginn verlassen wir das kleine Städtchen auf dem Fußweg der Eckartsberger Straße. An dieser etwas zugewachsenen und ungepflegten Treppe können wir nach wenigen Metern die Straße bereits verlassen und orientieren uns an der Ausschilderung in Richtung Fürst-Heinrich-Stein. Für uns etwas verwunderlich, dass auch der erste Abschnitt des Weges einen ziemlich unbenutzten Eindruck macht, aber keine Sorge, wir sind richtig und erreichen schnell das Hotel Villa Ilske. Hier habt ihr einen ersten schönen Ausblick auf das bereits unter uns liegende Bad Kösen und die Saale. Satt gesehen oder wer schon Bedarf hat, gegessen und getrunken, wandelt unser Weg den Charakter. Er wird zu einem schmalen Gartenweg mit zunächst blauer Markierung. Besonders gut gefallen hat uns das anschließende Waldstück, denn dieser Abschnitt wird offensichtlich nicht bewirtschaftet und entwickelt langsam den ursprünglichen Charakter eines natürlichen Urwaldes mit sehr schönen Laubbäumen. Wenn man sich die Zeit nimmt und die ebenfalls brach liegenden Wiesen genau betrachtet, dann kann man auch hier wunderschöne Pflanzen und Tiere entdecken. Oder dieser scheinbare tote Baum. Er bietet Raum, damit sich hier erneut neues Leben entwickeln kann. Ist diese unsere Welt nicht ein einziges Wunder? Wie ist denn eure Meinung über kultivierte Natur oder solche Urwüchsige wie hier? Schreibt doch bitte eure Gedanken unten in die Kommentare. Ich bin echt neugierig. Und was gibt es alles zu entdecken, wenn man nur ein wenig aufmerksam ist? Weit müssen wir nicht mehr gehen und wir erreichen offenes Gelände und gleichzeitig den Rand des Muschelkalkplateaus der Saaleberge und bleiben beeindruckt stehen. Welch herrlicher Blick eröffnet sich hier oben auf das Tal der Saale. Bis weit hinten zur Rudelsburg und Saaleck. Das ist aber Thema eines späteren Films. Für Freunde des Wassersports ist übrigens die Saale auch eine gute Hausnummer. Mindestens genauso interessant der Blick nach unten auf das Saalhäuser Weingut. Dort unten verläuft die Weinmeile und wir schauen uns auf dem Rückweg noch an, was es damit auf sich hat. Schließlich erreichen wir den Fürst-Heinrich-Stein und dürfen staunen. Dieser Gedenkstein ist tatsächlich dem Fürsten Heinrich XIV., Fürst Reuß jüngerer Linie gewidmet. Wer regelmäßig meine Filme schaut, der weiß Bescheid. Es handelt sich tatsächlich um einen der vielen Fürsten mit dem Namen Heinrich aus Greiz.
Errichtet wurde der Gedenkstein von Mitgliedern der Genesenen Kompanie des Naumburger Jägerbataillons Nummer 4 beim Ausheben von Schützengräben und war als Ehrung zum 40-jährigen Dienstjubiläums ihres Bataillonschefs besagten Fürst Heinrichs gedacht. An den Applerbergen haben wir einen wunderschönen Blick aufs nahe Naumburg. In dieser Stadt lebte einige Jahre der sehr kontrovers diskutierte Philosoph Friedrich Nietzsche. Wenige Schritte später kommt der Klosterkomplex Schulpforta in unser Blickfeld. Ein Besuch dort lohnt sich allemal. Von besonderem Interesse jedoch, ab 1858 war besagter Friedrich Nietzsche Stipendiat in der hier ansässigen Landesschule. Irgendwann müssen wir leider den gemütlichen Weinbergsweg verlassen und dieser Straße folgen. Aber keine Sorge, zum Glück nur ein kleines Stück, bis wir erneut einen schmalen, allerdings ein bisschen versteckten Weg, achtet also genau auf die Schilder, nach unten gehen können. Im Saaletal angekommen, eröffnen sich wieder einmal zwei Varianten. Der kürzeste Weg zurück wäre der mit grünem Punkt markierte und nach Bad Kösen ausgeschilderte. Heute möchte ich euch jedoch raten, den asphaltierten Weg entlang der Straße zu nutzen und ihr seht schnell weshalb. Denn von hier haben wir einen sehr schönen Ausblick auf die Weinberge. Wir überqueren die Saale und biegen auf dem Bahnübergang rechts auf den Wander- und Radweg ab. Fasziniert waren wir von diesem wunderbaren Baum. Wie alt mag er wohl sein? Was wird er wohl schon alles in seinem Leben gesehen und erlebt haben? Ich finde, die Natur ist doch ein einzigartiges Wunder. Und wie oft gehen wir unachtsam daran vorbei oder damit um. Jetzt seht ihr, weshalb ich euch raten würde, diesen Weg zu wählen. Denn von hier eröffnen sich immer wieder neue und schöne Ausblicke. Nicht nur auf die Eisenbahn, sondern auf die Weinberge und die Saale. Am Fischhaus angekommen, könnt ihr euch natürlich gerne stärken. Danach wechseln wir die Flussseite, erreichen nicht nur den Saaler Radwanderweg, sondern den Fuß der Weinberge. Und jetzt ist der Zeitpunkt für die Genießer gekommen. Nicht nur, dass es hier viele Weingüter etc. mit Ausschank gibt, hier verläuft auch die Saale Weinmeile. Ihr wisst nicht, was die Saale Weinmeile ist, dann habt ihr definitiv etwas verpasst. 1999 wurde bei einem Glas Wein, wobei auch sonst, die Idee zu dieser Weinmeile geboren. Was müsst ihr euch darunter vorstellen? Diese Saale Weinmeile wird alljährlich als regelrechtes Volksfest zu Pfingsten für Weinfreunde, für die Liebhaber der Saale-Unstrut-Region und für Touristen und Einheimische über einen Wegabschnitt von ca. 6 Kilometer durchgeführt. Für Ausnahmen wie aktuell Corona informiert euch bitte auf der Homepage des Vereins über den aktuellen Stand. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr am Pfingstsamstag und Sonntag täglich ab 9 Uhr zwischen Bad Kösen und dem Weindorf Roßbach zu Füßen der Weinberge ein buntes Fest erleben. In Weingütern einkehren oder bei den verschiedenen Winzern, die ihren Wein im Nebenerwerb oder als Hobby anbauen, probieren, naschen, alles was das Herz begehrt. Und das direkt dort, wo die Winzer leben und ihren Wein selbst anbauen. Doch auch wer außerhalb der Weinmeile hier entlang wandert, wird durch die vielen höchst interessanten Tafeln über die Geschichte des Weinanbaus in dieser Region sowie diverser Weinsorten selbst informiert. Wie bereits erwähnt, es warten jede Menge Möglichkeiten zum Einkehren auf euch. Und keine Sorge, selbst wer ein bisschen mehr vom Wein genascht hat,
Der Weg ist eigentlich ganz einfach und nicht zu verfehlen. Dem stelle ich dennoch auch gerne die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Interessant fand ich, der Baustil dieses Hauses erinnerte mich ein wenig an das romantische Dreseburg im Bodetal. Schließlich erreichen wir unseren Ausgangspunkt an der Lutherkirche. Über Bad Kösen selbst werde ich euch demnächst mehr erzählen. Sehenswert und interessant ist es auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser weinseligen Wanderung. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht's hier weiter in unserer schönen Heimat. Mit unserer Pilgerreise nach Rom und vielem anderen. Bis bald. Ciao.